Man hätte diese Banken und Investmentbanken beschlagnahmen sollen. Sie hätten durch die Federal Deposit Insurance Corporation beschlagnahmt werden sollen. Das sind Zombie-Banken. Chase Manhattan, JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, Wachovia, bis hin zu AIG und den ganzen Versicherungen. Es sind Zombie-Firmen, zahlungsunfähig, bankrott. Das Einzige, was man mit ihnen machen sollte, ist sie beschlagnahmen und ein Insolvenzverfahren gemäß Kapitel 11 einleiten. Dies wird wahrscheinlich zu einem Kapitel 7 Bankrott und einer Liquidierung führen. Und vor allem sollte man die Derivate aus den Bilanzen streichen. Es ist unmöglich, ein schwarzes Loch von Derivaten im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar mit Rettungsgeldern zu füllen. Trotzdem hat man es versucht. Die werden natürlich versuchen, etwas von diesem Geld zurückzugewinnen. Aber die Schulden sind jetzt, was es noch nie zuvor in der Geschichte gab, um einen Faktor zwischen 50 und 100 größer als das gesamte globale Bruttoinlandsprodukt. Es ist eine fast unendliche Menge an Schulden. Man muss die Zahlen betrachten, wegen den massiven Schulden. Und jetzt in diesem Moment belaufen sich die Gesamtschulden in diesem Land auf rund 375% des Bruttoinlandsprodukts. Dabei sind die Derivate noch nicht mit einbezogen. Wenn man die Derivate dazu rechnet, ist es wahrscheinlich das 20- oder 30-fache des Bruttoinlandsprodukts. Das ist jenseits von dem, was man sich jemals ausgemalt hat. Während sie Nordamerika in Grund und Boden plünderten, führte das internationale Bankensyndikat simultan den gleichen Betrug in über 100 weitere Nationen durch. So who got the money? To financial institutions in Europe and other countries. Which ones? I don't know. $500 billion and you don't know who got the money? Nun, Obama hat ein Problem mit diesem Kongress. Die Anzahl der nachgerückten Demokraten, die gewählt wurden. Viele von diesen Leuten wissen, dass ihre Sitze im Senat und im Kongress zuvor lange Zeit von Republikanern gehalten wurden. Sie wissen, dass die Leute in ihrem Bundesstaat und in ihrer Wählerschaft diese Dinge nicht länger tolerieren. Den Republikanern und den Demokraten der Blue Dog Koalition stehen diese jungen Kongressabgeordneten gegenüber. Demokratische Kongressabgeordnete und Senatoren. Die scheinen nicht mitziehen zu wollen. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann rührt sie von diesen jungen Politikern her. The Constitution says no money shall be drawn from the Treasury, but in consequence of appropriations made by law. This money is not drawn from the Treasury. Well, let's talk about that. Do you think it's consistent with the spirit of that provision of the Constitution for a group like the FMOC to hand out $500 billion to foreigners without any action by this Congress? Congress approved it in the Federal Reserve Act. When was that? Quite a long time ago. I don't know the exact date. 100 years ago. The original act is 1914, I believe. I don't know whether this provision was in 1914 or not, but the Federal Reserve Act was in 1913. All right, and at that time, the entire gross national product of this country was well under $500 billion, wasn't it? I don't know. Is it safe to say that nobody in 1913 contemplated that your small little group of people would decide to hand out $500 billion to foreigners? Die Legislatur zur Bankenrettung hat in Wirklichkeit einen Blankoscheck, gedeckt von den US-Steuerzahlern, an ausländische Riesenbanken ausgestellt. Natürlich ist der Kongress für die Beaufsichtigung zuständig. Wenn man die Verfassung liest, sieht man, dass unsere Gründer sehr deutlich waren. Alles, was mit Steuern und Geld zu tun hat, ist die Verantwortung beider Kongresshäuser. Beide Kongresshäuser müssen zustimmen, weil es das ist, wofür wir in der Revolution gekämpft hatten. Keine Besteuerung ohne Vertretung war ein Teil davon. Ausländische Banken, Société Générale in Frankreich, rund 10 Milliarden für eine französische Bank, in Deutschland die Deutsche Bank. Hat die Deutsche Bank das Geld gebraucht? Wie viel von dem Rettungspaket haben sie bekommen? Uns wurde gesagt, dass sie 12 Milliarden von dem Rettungspaket erhalten haben. Und Barclays Bank aus Großbritannien 10 Milliarden. Jetzt sind wir bei fast 50 Milliarden Dollar angelangt, um eine Reihe von ausländischen Banken zu retten, die derivaten Geschäftspartner von AIG waren und dazu noch Goldman Sachs. Das ist der größte Schwindel. Nicht nur in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der größte Schwindel und die größte Umverteilung von Reichtum in der Geschichte der westlichen Länder. Und wir haben all diese Kameraden von der Wall Street gesehen, die die Kombination für die Tresore im ganzen Land besitzen. Sie haben das Finanzministerium, die Banken und die Wertpapierindustrie leergeplündert.
Dies hat die Dimension des wohl größten Schwindels in der Geschichte angenommen. In den folgenden 10 Monaten wurden 23,7 Billionen vom US-Finanzministerium gestohlen. The gentleman from North Carolina, Mr. McHenry. Thank you, Mr. Chairman. And the tune of $23.7 trillion worth of taxpayer exposure for the bailouts is quite striking. Der Rechnung zufolge haben wir jetzt mit Obama 24 Billionen Dollar als Kreditlimit, verfügbar nur für die Wall-Street-Banken, Versicherungsunternehmen, Kreditkarten, Unternehmen für Anlagefonds und andere. Ausschließlich Finanzeinrichtungen. 24 Billionen Dollar von der Federal Reserve, der Federal Deposit Insurance Corporation und vom Finanzministerium in Form des Rettungspaketes vom Oktober 2008. Die Federal Reserve, die private Dachgesellschaft für die ausländischen Banken, sagte auf arrogante Weise dem Kongress und dem amerikanischen Volk, dass es sie nichts angehen würde, was die Privatbanken mit dem Geld der Bürger getan hatten. Hier ist ein sehr interessanter Wortwechsel. Senator Bernie Sanders aus Vermont fragte Bernanke, wir haben mehr als 2 Billionen an verschiedene Finanzeinrichtungen weggegeben. Sie müssen mir sagen, wohin dieses Geld gegangen ist. Und Bernanke mauert einfach und meint, das werde ich Ihnen nicht sagen. And who got the money? Hundreds and hundreds of banks. Any bank that has access to the U.S. Federal Reserve's discount. Tell us who they are. No. Do you have to be a large, greedy, reckless financial institution to apply for these monies? There is no subsidy. There is no capital involved. There is no gift involved. It is a collateralized, short-term liquid loan that is both over-collateralized and is recourse to the company itself. We have never lost a penny doing it. And how can other institutions get those loans as well? According to the law, we are supposed to be lending to depository institutions. Let me just say this, Mr. Chairman. I have a hard time understanding how you have put $2.2 trillion at risk without making those names available, those institutions public. And we're going to introduce legislation today, by the way, to demand that you do that. It is unacceptable to me that goes on. Die Federal Reserve hinter mir ist wahrscheinlich die am wenigsten transparente Behörde in der Bundesregierung. Man könnte sogar sagen, dass die Central Intelligence Agency transparenter ist als die Federal Reserve. The Federal Reserve. The fact is that the American people want to know more of the secrets of the temple, as the book was before you were born. The secrets of the temple. Die Fed, wie Sie wissen, ist nur ein Monopol der Banker. Man gestattet den Füchsen, auf das Hennenhaus aufzupassen. Ich persönlich wäre dafür, dass der Kongress die Fed einfach verstaatlicht und dass die Banker dort rausgenommen werden. Sie beklauen nur das amerikanische Volk. Gebt sie direkt in die Hände des Kongresses und lasst den Kongress entscheiden anstelle dieser intriganten Gruppe von Bankern, die ihre eigenen Profitmargen festsetzen auf Kosten des amerikanischen Volkes. Seit der Erschaffung der Federal Reserve im Jahr 1913 haben Patrioten unermüdlich versucht, das amerikanische Volk zu warnen vor dem tatsächlichen Wesen der Federal Reserve. Während ihrer über 90-jährigen Geschichte gingen die meisten Amerikaner fälschlicherweise davon aus, dass die Federal Reserve eine Regierungsbehörde sei. Aber heutzutage zeigen wissenschaftliche Meinungsumfragen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sich im Klaren über die Tatsache ist, dass die Federal Reserve das Frontunternehmen für ein ausländisches, privates Bankenkartell ist, welches nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch fast jede andere Nation auf der Welt dominiert. Es wurde noch nie in irgendeinem Buch geschrieben, auf das ich gestoßen bin, wer diesen Typen die Befugnis oder die Erlaubnis gegeben hat, die internationalen Banker für die ganze Welt zu sein. Warum braucht man überhaupt internationale Banker? Warum sollte irgendeine Regierung zustimmen, diese einzusetzen? Wozu sind die überhaupt gut? Kann ein Land denn nicht sein eigenes Geld erschaffen? Dies zeigt uns, dass es bereits vor 200-300 Jahren ein existierendes, übergreifendes System gegeben hat, das diesen Typen die Erlaubnis gab, irgendwie zu den Oberherren des gesamten Geldes aller Länder zu werden. Meinungsumfragen enthüllen außerdem, dass 75% der Amerikaner eine öffentliche Überprüfung dieser verschlossenen Organisation verlangen.